Ich habe eine neue Kutsche bekommen und habe gerade gecheckt, wie groß die eigentlich im Verhältnis ist. Und sie ist eigentlich relativ gleich groß wie die Kutsche von Beaubaton, glaube ich, heißen sie. Von wem ist das? Die Kutsche von Aschenputtel, glaube ich. Rita hat ein neues Geburtstagsgeschenk bekommen. Genau, ich habe ja endlich ein bisschen nachgefeiert. Meinen runden Geburtstag, meinen 20. offensichtlich. Und habe dann noch ein Geschenk bekommen in dem Sinne Danke und liebe Grüße an Gini und Christoph. Das war super, super nett von euch. Hat mich sehr gefreut. Das war nämlich ein Set, das mir Christoph nicht kaufen wollte, weil er gesagt hat, nein, wir warten, bis es super, super billig ist oder wenn überhaupt oder was auch immer. Deswegen, ich habe es jetzt schon. Und ja, sieht cool aus. Kommt dann auch direkt vor das Disney-Schloss. Klare Sache, wir brauchen eine Cinderella-Kutsche vom Disney-Schloss. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, ist Folgendes. Erstens mal ist da so eine süße Maus dabei. Kannst du die mal herzeigen? Die hat nämlich sogar ein T-Shirt an. Ich finde das so, so, so süß. Die Kamera spinnt gerade etwas rum. Jetzt wird's. Jawohl. Okay. Eine Maus mit einem T-Shirt. Super Das ist wirklich süß. wie in der Fernsehserie, im Film. Ja. Fernsehserie war ja Cinderella keine, glaube ich. Glaube ich auch Hat es nicht gegeben. Und was natürlich das Problem ist, wenn es ein Disney-Set ist, dann sind immer diese Friends-Figuren dabei. Ihr seht es hier. Oder Friends-artigen Figuren. Die wollte ich natürlich so nicht einbauen. Deswegen habe ich jetzt normale Figuren draus gemacht. Nämlich die Frisur, seht ihr, habe ich da stibitzt. Und auch dieses Teil war dabei mit den Schuhen. Mit den Glaspantoffeln. Finde ich, ist ganz gut geworden. Die Cinderella und natürlich auch die Fairy Godmother habe ich da gemacht. Da habe ich mir eben von dem Set Original diese Haube da stibitzt oder diese Kapuze und den Umhang. Bei dieser Kapuze ist auch diese Schleife vorne mit dabei. Und eben dieser Zauberstab und dann habe ich noch eben so ein schickes Oberteil genommen und ein Kleidchen-Unterteil auch in weiß. Und die werde ich dann einfach dazu stellen. Genau. Finde ich, sieht eigentlich sehr gut aus und du hast das Beste draus gemacht, Frau Kollegin. Danke. Oh, jetzt haben wir wieder Action hier am Start. Was macht sie jetzt? Ja, ich zeige euch, wo die hinkommt. Glaube ich, ist unser Joker Mähner ein bisschen verrückt. Das steht hier ganz schief. Ich weiß nicht, hier ist schon wieder jemand angekommen und hat das dann nicht mehr zurückgestellt, wo es gestanden ist, aber jetzt passt es wieder. Was? So, Wie kann denn sowas passieren? meine Damen und Herren, Rita in ihrem Element, sie steht beim Disney-Schloss. Ich habe mich schon gewundert, denn das Disney-Schloss ist ihr absolutes Lieblingsset. Das hat sie zwar aufgebaut, auch beleuchtet, aber der Bereich rund um das Disney-Set, um das Disney-Schloss, ist hier etwas, ja, sagen wir mal, spärlich. Es ist zwar das Winnie-Pooh-Set neu dazugekommen, aber sonst... Wisst ihr was? Das ist ja echt mein Top-Lieblingsset von der ganzen Stadt. Und das ist aber die schlimmste Höhle, Loch, Bauloch, wo man rauskommen kann, weil es das engste ist. Ich sag's euch. Aber kann man nicht das beim Disney-Schloss den oberen Teil abnehmen, dass man hier vielleicht ein bisschen besser hinkommt? Dann könnte man hier den Vorderbereich des... Ja, was schaust du so? Theoretisch ja, aber nicht, wenn es so super beleuchtet ist. Ach so, okay. Ja, es wird hier jetzt schon ein wenig eng. Ja, aber ich habe Sonst muss die Kutsche auch fliegen. Nein, ich habe da ja schon eine Kutsche, den könnte ich eigentlich da hinüber platzieren. Ich habe... Seht ihr, wie Rita mit Lego umgeht? Ja. Und dann wundert ihr euch, dass ich manchmal etwas kiebig werde. Ich habe da ja schon eine Kutsche stehen, aber die werde ich wohl irgendwie woanders hin platzieren, weil 2 Kutschen sind doch ein bisschen viel. Richtig. Und ich habe mir nämlich schon gedacht, richtig, die ist ja super teeny tiny im Gegensatz zu der. Ich habe mir nämlich schon gedacht, dass die eine Kutsche sein könnte, die sich Leute buchen und dann einfach durch den Park fahren. Das wäre eine Idee. Aber ja. dann kommt natürlich unsere schöne Elsa hier heraus und die stelle ich irgendwie so irgendwo hierher. Und die Cinderella-Kutsche kommt dann irgendwo hier
eben vor das Schloss. Ist das so gut oder sollen wir die... Ja, stell sie noch ein bisschen weiter zum Quidditch-Turnier, dann kann nämlich Harry Potter, wenn er das Match gewonnen hat, mit der Kutsche nach Hause fahren. Nein, lass sie dort stehen, wo sie gewesen ist. Ich finde, das sieht besser aus, näher zum Schloss. Okay. Finde ich ganz gut eigentlich, muss ich wirklich sagen, dass sich die Kutsche mit dem Schloss sehr gut verträgt optisch. Sehr gut. Auch Winnie Pooh scheint erfreut zu sein. Er schlägt gerade Honig. Brixenville ist kurz auf die Seite gerückt. Der wird nämlich gleich von diesen beiden Damen vielleicht ein Foto machen, die sich hier gerade unterhalten, dass sie ja um 12 Uhr wieder zu Hause sein muss. Finde ich für alle jungen Damen eine gute Idee. Wenn das die Dame selbst sagt, dass sie um 12 Uhr zu Hause sein muss, dann ja. Ja, stimmt. In meinen 20 Jahren zähle ich ja auch noch zu den jungen Damen. Genau. Aber jetzt. Schön. Also das bedeutet, dieser Bereich wird jetzt auch demnächst mal ein bisschen ausgestaltet. Wir haben ja hier... Ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist. Kurz nachdem die Winkelgasse rausgekommen ist und nachdem wir sie fertig gebaut haben, haben wir ja mal gesagt, wir bauen jetzt hier den ganzen Vergnügungspark zu und es wird alles schön gemacht. Wir haben ja dann mehrere Nachmittage lang diesen Eingangsbereich hier gefliest und geplätet, haben dann gesagt, wir lassen uns hier was einfallen bezüglich Bahnübergang und das war's dann aber. Aber jetzt vielleicht kommt Rita in Fahrt und ich habe schon wieder die Schweine umgestoßen. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass ich mich hier einfach nicht wohlfühle. Rita fühlt sich beim Schweinchengehege nicht wohl. Nein. Das ist natürlich nicht so gut. Genau. Ich nehme euch jetzt noch mit. Wir lassen jetzt Rita dort drüben bei ihren Schweinen mal kurz stehen. Ich wollte euch nämlich noch was zeigen. Oder Rita, hast du noch was zu vollführen? Nein, aber eine gute Sache. Es gibt nämlich ein Update und das freut mich sehr bei der Quelle. Ich bin ja gespannt, wie sich das alles weiterentwickeln wird. Wir haben ja eigentlich geplant, auch irgendwann mal dieses Schloss hinzustellen oder diese Burg und auch irgendwie eine Art See oder sowas zu bauen, wo die Leute wieder baden gehen können, wenn sie nicht gerade am Meer sind. Es hat sich auf jeden Fall schon mal was getan. See ist noch keiner da. Ich bin gespannt, ob das noch kommt. Aber ein kleines Bacherl, ein kleiner Bach ist hier schon. Und das sieht doch 101 aus, wenn da ein bisschen ein Wasser ist. Genau, also an dieser Stelle herzlichen Dank an meine Mutter. Sie ist ja an dieser Stelle immer fleißig am Bauen und sie war jetzt irgendwann mal alleine hier, hat uns gar nichts davon gesagt und sie hat hier beim Flusslauf weitergebaut. Wir haben ja gesagt, der kleine Fluss oder nennen wir ihn Bach, entspringt dort hinten bei der Quelle und dann wissen wir ja noch nicht, wie es weitergeht, weil wir dort dieses Rocky River Retreat haben mit der 32x32er Platte mit dem Wasser aufgedruckt. Ihr seht, da ist noch ein bisschen ein Durcheinander. Es steht dann das Haus dort, wo mal das Wasser kommen soll. Aber es geht jetzt hier weiter und ich finde, das hat meine Mutter ganz gut hinbekommen eigentlich, mit den dunkelblauen Wasserfliesen und viel Begrünung auf beiden Seiten, so dass man nicht sieht, dass das Wasser eigentlich ein bisschen höher ist. Sie hat auch Büsche aufgestellt und so, ja, ich weiß nicht, was das ist, so wie Mangroven, Blumen. Jetzt kommt Rita hier wieder raus. Wir sind gespannt. Hier fährt auch schon ein Ruderboot, ein Schlauchboot und hier sitzt jemand am Ufer. Das sieht auch total nett aus. Also dieser Bereich nimmt jetzt auch wirklich schon Form an. Ja, ist top. Und ihr seht, es geht bis hier und dann wird die Begrünung ein bisschen weniger. Das macht aber nichts, denn wir haben ja nicht mehr viel gehabt. Jetzt waren wir im Legoland und haben wieder Blätter gekauft, jede Menge. Und ich glaube, der Plan ist jetzt, dass der Bach hier weiter fließt und dann hier dort, wo Rita irgendwo ist, in das Loch rein und dann verschwindet. Wir wollten ihn ja zuerst bis hinüber in die Piratenlagune fließen lassen, dass er dann dort in die Piratenlagune mündet. Aber Ritas Vergnügungspark ist schon so zugebaut, dass sich das irgendwie überhaupt nicht mehr ausgehen würde. Und so finde ich die Lösung eigentlich ganz schick. Also mir gefällt das. Ich bin schon gespannt, wie es hier weitergeht. Wir haben gesagt, wir bauen hier mal nicht weiter. Das überlassen wir alles der guten Mutter. Und ich bin auch gespannt, was da hier noch kommt. Denn da ist ja jetzt offensichtlich ein Loch von Fluss zu Fluss. Also was da noch kommt, ich bin gespannt. Wir hätten ja auch noch diese zweite Platte bekommen mit dem aufgemalten Fluss. Ob die da auch noch reinkommt, wie das gelöst wird,
Keine Ahnung. Das müssen wir uns ansehen. Ich bin ja eigentlich ein Freund dieser 90er Jahre Baseplates, die bedruckten, die sind ja auch zum Teil schweineteuer geworden. Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass das besser aussehen würde, wenn wir hier die 1x2 dunkelblauen Fliesen durchgehend verwenden. Was sagt denn ihr dazu? Schreibt uns das am besten in die Kommentare. Wir sind gespannt, wie ihr das so findet. Auf jeden Fall sieht auch der Bereich jetzt immer schicker und schicker aus und man hat sich das am Anfang, wie so die ersten Bäume hier gekommen sind, gar nicht vorstellen können, was aus diesem Wald oder Naturgebiet mal wird. Ich bin jetzt am Überlegen, dass ich hier vielleicht hinten die Kutsche fahren lasse, denn da ist ja eigentlich gar nichts. Vielleicht, wenn die hier so hinten vorbeifahren würde, dann hätten wir vom Zug aus wieder auch ein nettes Detail, das man sieht. Ich bräuchte nur vielleicht noch eine Dame und einen Herrn, die da fahren, vielleicht eine Kutscher. Wäre möglich. Ja, wir überlegen jetzt noch ein bisschen. Es gibt also bei Rita, jetzt geht es sich nicht aus, dass wir beide gemeinsam, doch, so geht's, im Bild sind. Wir überlegen jetzt noch ein bisschen, was wir mit den Kutschen machen und instruieren Rita und meine Mutter noch ein wenig in Bezug auf das Naturgebiet. Hoffentlich habt ihr auch was Schönes zu bauen. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr gerade so macht. Und dann wird hoffentlich auch wieder mal ein Zug fahren demnächst bei uns. Hoffentlich. Und ja, wir wünschen euch einen ganz, ganz schönen Tag. Genießt die Zeit. Macht euch es so gut wie es geht, gemütlich. Oh ja. Und seid kreativ. Und dann sehen wir uns demnächst, glaube ich, sicher wieder mal. Von uns auf jeden Fall gerne. Würde uns freuen, wenn ihr auch wieder einschalten würdet bei Bricks Go Wild. In dem Sinne, baut was Schönes und habt Spaß und bis bald. Tschüss. Tschüss.